Ein schöner Tag, um heute deutscher Meister zu werden. Wir haben die Chance, bei einem Sieg und bei einer gleichzeitigen Niederlage oder Remis von Dortmund und Leverkusen die Schale heute schon zu holen. Denn die spielen am letzten Spieltag gegeneinander, schon oft gesagt. Und am letzten Spieltag spielen wir beim FC Augsburg. Also nochmal 2 Hammerspiele, 2 richtig nervenaufreibende Spiele. Ich glaube, das wäre echt eine schöne Meisterkonferenz. Ja, mit Meisterkonferenz, da kennt sich Dortmund ja aus. Letzte Saison hat es ja nicht so funktioniert. Mal gucken, wie es diese Saison ist. Hier in-game zumindest. Und ich musste die A11 natürlich ein bisschen umstellen, nachdem wir gegen City zwar 2-2 gespielt haben, aber trotzdem ausgeschieden sind. Ja, trotzdem schade, aber okay. Hilft nichts. Wir haben gut mitgehalten. Jetzt gilt es in der Liga, den Titel zu holen. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt schon mal oben stehe, dann macht es jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr, das Ding nicht zu holen. Dann noch das Pokalfinale gegen Wolfsburg und dann haben wir wirklich eine super Saison gespielt. Wir sind auf jeden Fall Vierter, das Hauptziel. Wir spielen also nächstes Jahr auch Champions League. Fragt sich nur, als Meister oder nicht. Jetzt haben wir Götze mit der ersten Chance und an die Latte. Und Müller hält den Ball. Wie gesagt, Götze, Miretti ist glaube ich drin. Dann haben wir Tuta in der Innenverteidigung und Kunku als Linksverteidiger. Also wir mussten durchwechseln, durchtauschen. 69 Tore haben wir geschossen in der Liga. Ja, also mit die meisten, haben aber auch die meisten hinten reingekriegt. Also müssen wir da auch ein bisschen gucken. Die Tordifferenz, die kann auch nochmal entscheidend sein. Aber wir spielen schon mal gut, wir sind gut drin. Kadiolu in der Mitte war leider Larsen nicht da, wo er eigentlich hätte sein müssen. Vielleicht jetzt Ugarte, Kadiolu und da kommt Miretti. Der hat jetzt ein bisschen Platz, ja. Ja, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Spielglück. Gell? Wir müssen hoffen, dass die anderen Teams dementsprechend mitspielen, dass Dortmund zu Hause Remis spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass Dortmund zumindest gewinnt. Leverkusen weiß ich nicht so recht. Das könnte wirklich ein 50-50-Ding werden, aber Dortmund, glaube ich, die gewinnen ihr Spiel zu Hause. Vielleicht kommt es auch ganz anders. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Kunku. Und Larsen per Fallrückzieher. Und Haraldsson, nein! Der muss er direkt nehmen. Warum nimmt er noch mal einen Kontakt? Ah, wenn er den direkt nimmt, ist er drin. Ey, warum nimmt er noch mal an? Das Tor war leer, frei. Muss er einfach nur reinschießen. Und dann am Tor vorbei. Aber Larsen setzt schon wieder nach. Ey, die sind richtig geil, die sind richtig heiß auf diese Meisterschaft. Und Larsen bringt uns in Führung. Und was für ein Strahl. Da hat Müller gar keinen Bock zu reagieren, weil er weiß, da tut er sich nur weh. Sehr gutes Pressing hier. Larsen, der springt wie so ein junges Reh dazwischen und dann bumm. Humorlos unter die Latte. Da muss jetzt alles raus. Larsen ist so ein bisschen der Mann der letzten Wochen. Wahnsinn, ey. Das ist unfassbar. Du kannst ihn auch normal am Keeper vorbeischieben, aber Larsen haut den mit 360 Sachen da rein. Saisontor Nummer 12. Wichtig, die letzten Spiele. Ja, immerhin gegen City zu Hause die 2 Dinger gemacht. So waren wir nicht ganz chancenlos im Rückspiel, aber gut, am Ende dann irgendwie doch. Also das, was sie da geboten haben, das war schon nicht von schlechten Eltern, aber auch, weil wir sie halt eingeladen haben, ne? Das darf man auch immer nicht vergessen. Vielleicht nächstes Jahr um die Zeit, nächste Saison sind wir schon einen Schritt weiter mit unseren neuen Spielern, die wir uns dann holen. Wer es sein wird? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich weiß nur, dass wir mit der Führung und wenn die anderen unentschieden spielen, dass wir Meister werden. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Super Ball übrigens da. Larsen. Leverkusen hat oben ausgeglichen. Die lagen zurück zwischenzeitlich in Stuttgart. Mamouche. Ja, Götze allein gegen alle. Miretti. Larsen, es ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Oh, Haraldsson könnte abseits sein. Ist es aber nicht. Und Haraldsson macht seinen Move. Den Traumtor-Move. Wie gesagt, wenn der trifft, schaut euch die Tore an in der Karriere. Wahnsinn. Der schießt nur solche Tore. Das sah knapp nach Abseits aus. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Und dann Haraldsson. Bumm. Humorlos. Nächstes Traumtor. Es passt heute einfach alles zusammen. Das Wetter, die Tore, die Spielweise, die Fans. Das riecht einfach schon nach deutscher Meisterschaft. Und
Und wir machen hier gnadenlos weiter. Aber das hilft alles nichts, wenn Dortmund gewinnt, dann ist es noch nicht entschieden. Und Leverkusen, die können ja auch noch gewinnen. Dann wird es wirklich ein Dreikampf am letzten Spieltag, wobei die beiden gerade genannten, wie gesagt, gegeneinander spielen. Und dass das der Spielplan so hergibt, muss man der DFL eigentlich dafür danken. Aber gut, wer hätte auch damit gerechnet, dass wir hier mit dabei sind? Im Kampf um die Meisterschaft. Ugarte, Götze. Schön gemacht, schöne Drehung, Haraldsson. Für die Freiburger ist gut, dass es für die um nichts mehr geht, dass die nicht irgendwie unten noch wichtige Punkte brauchen, sondern für die ist die Saison gelaufen, die steigen nicht ab. Die sehen wir auch nächste Saison wieder. Dagegen Bremen und Schalke wahrscheinlich nicht. Hannover wird Relegation spielen, die könnten wir vielleicht nochmal sehen. Oder vielleicht die Hertha, wer weiß es schon. Wer weiß es schon. Ich glaube, die Freiburger war noch kein einziges Mal in unserer Hälfte. Also es kommt mir gerade so vor. Sehr, sehr dominant. Daran sieht man schon, dass wir auf jeden Fall zur erweiterten Spitze gehören, aber halt noch nicht ganz nach oben, gefühlt. Aber ihr seht ja in der Saison, da ist alles sehr, sehr wild und sehr, sehr kurios. Mamouche, Nkunku, Miretti schneller in die Mitte und da ist Ugarte und der packt jetzt mal den Powerschuss aus. Oh, um Gottes Willen. Also wenn der auch noch reingeflogen wäre in den Winkel, dann weiß ich aber nicht, was mit dem Stadion passiert wäre. Die Halbzeitstände zur Pause sind gleich mal interessant. Also wie gesagt, vom VfB gegen Leverkusen habe ich noch nichts weiter gesehen. Dortmund. Die zeigen natürlich nicht alle Ergebnisse an, wahrscheinlich nur die wichtigsten. So. Bayern gewinnt Nkunku und dann führen wir erstmal 2-0 zur Pause. Das ist ein perfektes Spiel. 2 richtig schöne Tore, druckvolles Spiel. Wie gesagt, wenn Freiburg nicht mal aus der eigenen Hälfte rauskommt, dann weißt du schon alles. Aber gut, Halbzeitergebnisse werden hier nicht angezeigt. Ein bisschen schade eigentlich. Aber so bleibt's spannend. Und wir sehen ja am Ende, am Schlusspfiff, an der Sequenz, ob wir Meister sind schon oder nicht. Also wenn die Schale schon übergeben wird, dann wissen wir's. Dann hat Dortmund nicht gewonnen, dann hat Leverkusen nicht gewonnen. Und dann ist das letzte Spiel an den Augsburg. Ja, Vorbereitung aus dem Pokalfinale. So, Ball vorne rein, aber ihr seht, das ist ganz, ganz easy. Freiburg ist auch der willkommene Sparringspartner. Die sind heute vorbeigekommen, gute Laune. Rollen den roten Teppich für uns aus. Schöne Flanke Haraldsson, Götze. Ja, und auch in die Verteidigung, auch die neuen wollte ich gerade sagen. Nagalo und der Orel Amenda, die werden ja auch noch einen Boost kriegen über den Sommer. Auch die anderen, die jetzt eh schon gut sind. So ein Pacho, Robin Koch, Miretti und so weiter, die kriegen auch nochmal alle einen Boost. Ugarte weiß ich gar nicht, Cardiolo auf jeden Fall. Und bei Haraldsson, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was der für einen Boost kriegt. Was der dann zu Beginn der neuen Saison hat. Ob der schon eine 80 hat, über eine 80, ich denke schon. Würde ich jetzt mal so prognostizieren, aber wir gucken mal. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Gefährliches Ergebnis hier, 2-0. Aber wir stehen gut, wir stehen sicher. Ich habe eigentlich gar keine Bedenken, dass wir das Spiel hier nicht gewinnen. Und wir machen es jetzt zu. Wir machen es jetzt... Oh, nee, aber nicht so. Larsen, das war mehr eine Rückgabe, mein Freund. Das bekommt er auch auf jeden Fall besser hin. Und wir haben uns dann natürlich auch mit diesem 4-4-2 in so einen kleinen Rausch gespielt. Oh, abgefälscht, bisschen Glück. Götze aus der Drehung, Müller. Den kann man auch festhalten. Durch dieses 4-4-2, was wir dann, ich glaube, in der Hinrunde gegen Mainz zum ersten Mal hatten. Das hat uns jetzt so ein bisschen durch die Saison getragen. Aber auch 4-2-3-1 und so weiter. Vielleicht mache ich ja nächste Saison auch mal eine ganz andere Formation. Vielleicht so ein 4-3-3 mit einer falschen 9 vorne. Oder generell 4-3-3 oder 4-2-4. Keine Ahnung, worauf ich Bock habe. Je nachdem, welche Spieler ich verpflichte halt. Welche ich bezahlen kann, welche ich bekomme. Und danach würde ich halt dann das System aufstellen. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn. Nächste Chance. Adamu kommt. Eggestein. Achtung.
Kofi Chiré, Adamu, das war ja auch ein ganz, ganz wildes Hinspiel. Jetzt, wo ich gerade Kofi Chiré sehe. Haben wir 3-3 in Freiburg gespielt. Auch da in allerletzter Sekunde noch Kalajdzic mit dem Ausgleich. Das ist auch so ein Spiel, wo man dann sagen kann, ja, hätten wir da vielleicht nicht Remis gespielt, sondern verloren, dann wären wir jetzt vielleicht Zweiter oder Dritter. Aber auch das wäre gut gewesen. Und Freiburg ist vorne, aber ihr seht, sehr, sehr harmlos. Das ist wirklich fast gar keine Gegenwehr, was gut ist für uns. Was wirklich sehr, sehr gut ist für uns. Götze mit dem Kopf, ja. Bei Müller weiß ich nicht so. Bei Müller, da kannst du dir nicht so sicher sein. Nochmal frische Kräfte. Knauf für die rechte Seite. Da weiß ich halt auch nicht, ob wir den behalten. Wir haben natürlich auch immer noch Junior Dina Ebimbe. Zum Beispiel, der ist ja auch schon die ganze Rückrunde lang verletzt oder fast die ganze Saison über lang mit seinem Kreuzbandriss. Der kommt dann auch wieder zurück. Ja, viele Leute werden dann den Verein verlassen oder werden halt aufhören. So ein Rode, ein Chandler, Hasebe. Die würde ich dann, sofern wir schon Meister sind, dann auch nochmal spielen lassen. Im letzten Spiel. Aber es ist noch nicht so weit. Freiburg kommt ran. 2-1. Wir bringen nochmal frische Kräfte für die Innenverteidigung. So schnell kann es halt gehen. Jetzt das ganze Spiel über lang. Bist du eigentlich überlegen und dann kommt einmal Adamu. Wahrscheinlich auch mit seinem ersten Tor. Und auch den kann Resté nicht halten. Fragezeichen, weiß ich auch nicht. Jetzt sah auch wieder komisch aus. Aber gut, das darfst du halt hier nicht auf die Goldwaage legen. Da sind bestimmt auch Schütze dabei, die sind in echt haltbar und auch andersrum. Jetzt wird es doch noch mal ein bisschen haarig. Jetzt nur noch 2:1. Und vielleicht gerne ein drittes Tor. 10. Tor von Junior Adamu. Und bei uns kommt Larsen. Nächstes Tor vielleicht? Nee. Jetzt schauen, dass wir das halten. Also jetzt ein Unentschieden. Das wäre echt sehr, sehr bitter. Da ist Enkiso gegen Cardiolo. Kofi Chiré. Achtung. Wieder 50-50 Ding. Ich decke mal in der Mitte ab. Cardiolo kommt dazwischen. Tuta kommt nicht ran. Achtung, blöde Grätsche. Und es gibt den Elfer. Und die gelbe Karte für Miretti. Oh, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Ich habe gehofft, dass er irgendwie rüberspringt. Aber es macht natürlich auch clever, ne? Er hätte auch über die Grätsche springen können. So ist es ja nicht. Aber das bedenken die halt leider nicht in diesem Spiel. Sondern du kriegst immer gleich den Elfmeter. Aber war auch eine blöde Grätsche, ey. Davon mal abgesehen. Jetzt die Chance. Adamu gegen Resté. Aber er ist da. Und rettet uns vielleicht die Meisterschaft. Da darf er sich jetzt auch feiern lassen. Aber es sind noch 5 Minuten. Komm, nochmal Fokus hier auf dem Eckball. Aber das ist natürlich nochmal so ein Zeichen. Wenn er den Elfer hält. Achtung, Eckball kommt trotzdem reingeflogen. Und jetzt hat er. Jetzt hat er einen sicher. Langer Ball. Oder nee, wir spielen es hier entspannt aus. So. Und über Mamouche. Und jetzt komm. Mach dich auf den langen, langen Weg Richtung Eckfahne. Aber die Eckfahne nehmen wir nicht mit. Eggestein. Gegen Mamouche. Da hinten kommt Knauf. Oh nee, da kommt er nicht ran. Müller lässt sich Zeit. 2 Minuten noch. Ob die Feierlichkeiten gleich starten können, werden wir dann sehen. Miretti. Wir haben auf jeden Fall unsere Hausaufgaben gemacht, glaube ich. Jetzt liegt es an Leverkusen und Dortmund. Knauf. Da ist Cardiolo. Doch mal Ugarte in der Mitte. Ugarte. Da ist Larsen. Mamouche. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nkunku. Das wird die letzte Flanke. Vielleicht als Nichtmeister. Knauf nochmal. Und es gibt aber nochmal Freistoß. Okay. War wohl vorher ein Foul. Habe ich nicht gesehen. Heißt, wir können jetzt auch nochmal ein Freistoßtor machen. Obwohl, nee, es gibt noch nachträglich gelb. Okay, gibt keinen Freistoß. War nur die nachträgliche gelbe Karte. Aber es gibt nochmal einen Eckball über Miretti. Und wir haben Larsen irgendwo vorne drinne stehen. Irgendwo steht er. Am 11er-Punkt. Und der kriegt jetzt hoffentlich nochmal den Ball. Da ist Larsen! Jawohl! Und das war's endgültig. Und jetzt gilt es nur noch zu hoffen. Was für eine geile Truppe, ey. Wirklich. Also überlegt mal, wie viel Potenzial da drin steckt. Da müssen wir dann auch mal gucken, so in 10 Jahren oder so. Das muss ich zur Not durchsimulieren, wo die Mannschaft dann steht. Das ist ja Wahnsinn hier. Larsen, zack, schraubt sich hoch. Müller ist zwar noch dran, aber der ist nicht zu halten.
Und das Stadion ist gleich nicht mehr zu halten, wenn wir denn jetzt schon Meister sind. Je nachdem, wie die anderen gespielt haben. Der Schlusspfiff. Und die Feierlichkeiten beginnen noch nicht. Also, Meisterschaft ist vertagt auf den letzten Spieltag. Es gibt also ein Showdown, ein Finale für uns in Augsburg. Für Leverkusen in Dortmund. Die beiden gegeneinander. Oder Dortmund in Leverkusen, weiß ich ja nicht. Das wird auf jeden Fall ein Hammer letzter Spieltag. Hochverdienter Sieg dann am Ende. Und auch für Dortmund, die gewinnen zu Hause gegen Augsburg und Leverkusen. In Stuttgart müssen wir auch mal gucken, wie die da gespielt haben. Wir spulen jetzt erstmal vor bis zum letzten Spieltag. Wir lassen die Spannung nochmal so ein bisschen steigen. Wir haben Chaibi, der natürlich jetzt wieder fit ist. Wir haben auch wieder Ebimbe. Ja, das ist ja super. Oh, und Interesse an Durosimi. Raffio Durosimi. 15 Millionen. Für, achso, dass der zu Hertha geht. Da bin ich mal gespannt, wenn die noch absteigen sollten. Schön, dass du wieder da bist, Chaibi. Ich habe mich vollständig von meiner verstauchtes Knieverletzung erholt. Ja, super. Dann haben sie quasi einfach nur den Rohling da eingegeben. Jetzt hier Verletzungen einfügen. Aber auch Ebimbe ist wieder da. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Obwohl, gut, das wird jetzt nicht mehr viel bringen für ihn. Der wird jetzt auch die letzten beiden Spiele nicht mehr spielen. Dazu ist Guardiola halt einfach zu gut. Aber der ist auch nächstes Jahr eine Option. Auf jeden Fall für die rechte Seite, würde ich sagen. So, folgende Ausgangssituation haben wir. 1 Punkt vor Leverkusen, 2 Punkte vor Dortmund. Haben also auch gewonnen. 2-1 noch in Stuttgart. Also ganz klar, uns reicht ein einfacher Sieg in Augsburg. Dann können die anderen spielen, wie sie wollen. Dann sind wir deutscher Meister. Wenn wir natürlich unentschieden spielen, dann müssen wir hoffen, dass die anderen auch unentschieden spielen. Wie gesagt, das Einfachste ist, da können wir noch so oft hin und her rechnen. Wenn wir gewinnen, dann ist alles vorbei. Dann sind wir Meister. Dann auch zu Recht. Dann natürlich auch sehr, sehr knapp, sehr, sehr spannend. Wir könnten sogar am Ende... Ne, geht gar nicht. 75, 74, 73, 72 geht gar nicht, weil, wie gesagt, Leverkusen und Dortmund nehmen sich gegenseitig die Punkte. Leipzig spielt in der Euroleague, 5. Platz, glaube ich, ne? Und jetzt streiten sich Wolfsburg und Stuttgart um den, ja, Conference League Platz, ne? Playoffs, glaube ich. Die spielen ja auch Playoffs. Unten abgestiegen. Rechnerisch sind also Schalke und Bremen. Schade drum. Und Hannover spielt Relegation auf jeden Fall. Gegen wen und wie die anderen Ligen ausgegangen sind, das gucken wir dann alles im nächsten Part nach dem letzten Spieltag. Wie immer traditionell der Blick durch die Ligen, durch die Pokalwettbewerbe. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Also, wie gesagt, spannender geht's nicht. Wenn ihr das verpasst, seid ihr selber schuld. Aber gut, ich sage nichts mehr. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Wir sehen uns beim großen Finale wieder. Macht's gut.